Am 31. Januar war es endlich soweit und der erste Entwickler-Livestream für den Microsoft Flight Simulator in 2024 startete. Das altbekannte Team rund um Head of Microsoft Flight Simulator Jörg Neumann hatte einiges im Gepäck. Hier zusammengefasst sprechen wir darüber und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Zuallererst gab es, wie zu Beginn üblich, einen kurzen Rückblick auf jüngst erschienene Inhalte. Das letzte City-Update oder die Famous Flyer 8 liegen da schon etwas länger zurück. Sehr aktuell war allerdings das World Update 16 rund um die Karibik, welches einen Tag vorm Entwickler-Livestream kostenlos releaste. Insgesamt wurden hier 104 Points of Interest hinzugefügt, außerdem 7 handgefertigte, besonders detaillierte Airports sowie 3 neue Landeherausforderungen, 3 Entdeckungsflüge und 3 Buschtrips. Und ja, man hat aufgrund des umfangreichen Feedbacks mittlerweile identifizieren können, weshalb nicht alle Regionen ideal aussehen und wird in Kürze einen Patch nachreichen. Des Weiteren wurde ein Blick auf die aktuelle Local Legend Nummer 14 geworfen, den Bell 47J Ranger. Dieser kann ab sofort sowohl für Xbox als auch PC am InSim-Marktplatz käuflich erworben werden. Der Preis liegt bei knapp 15 €. Pilotinnen und Piloten der Premium- und Premium-Deluxe-Version des Microsoft Flight Simulators zahlen knapp 10 €. Mit Spannung erwartet wurde außerdem die Roadmap für 2024. Diese zeigt uns, Stand jetzt dürfen wir mit 4 World Updates rechnen, 3 City Updates, insgesamt 7 Local Legends, 4 Famous Flyer und 3 Sim Updates bzw. Specials. Und ein solches, ich nenne es einfach mal Special, denn ein Surprise ist es eigentlich nicht mehr wirklich, ist die kostenlose Dune-Erweiterung. Hier hat uns das gleiche Schicksal ereilt wie seinerzeit mit der Top Gun-Erweiterung. Der dazu passende Film wurde verschoben, somit auch die Erweiterung. Der Film soll nun Ende Februar releasen, so lange kann es also nicht mehr dauern. Und dann ging es direkt rein in die erste Fragerunde. Beispielsweise kann man damit rechnen, dass zukünftig mehr die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz mit eingebaut werden. FSR 3 von AMD irgendwann seinen Weg in den Microsoft Flight Simulator finden wird. Was jedoch konkret schon ab März diesen Jahres mit Sim Update 15 kommen wird, darauf schauen wir jetzt. Neben generellen Verbesserungen, zum Beispiel am Air Traffic oder der ATC, geht es im Kern natürlich auch um Performance-Verbesserungen. Um sich darüber auszutauschen, wurde Dominik von Working Title eingeladen, der davon berichtete, dass für Sim Update 15 beispielsweise auch daran gearbeitet wurde, dass die passenden Lackierungen zu den Flugzeugen in die Region passen. Sepp von Asobo berichtet unter anderem davon, dass man sich der ATC-Probleme angenommen hat und guter Dinge ist, dass mit Sim Update 15 das Ganze um einiges besser wird. Auf die Frage hin, wann denn der Inibuilds 320 Neo kommt, hielt man sich mit einem konkreten Datum zurück, was vermutlich auch ganz klug ist. Lieber lasse ich einen Termin doch offen, als ihn dann nicht einhalten zu können. Kommen wir zum Punkt Performance und hier soll das Sim Update 15 richtig durchstarten. Wer kennt es nicht, das Stottern der Kamera zum Beispiel im Cockpit oder in der Kameraansicht allgemein? Immer wieder kommt es vor. In dieser Grafik hier wird aufgezeigt, was seit Release des Microsoft Flight Simulator so passiert ist, beispielsweise mit Sim Update 5 und noch viel wichtiger, wo die Reise mit Sim Update 15 hingehen wird. Auf beiden Plattformen, also sowohl am PC als auch auf Xbox, sollen die Verbesserungen dafür sorgen, die ganze Performance deutlich zu verbessern. In den Tests wurden bis zu 20 FPS mehr gemessen. Die Frametime-Spitzen auf Xbox beispielsweise werden dadurch zum Teil mehr als halbiert. Ebenfalls verbessert werden soll die Darstellung von Schnee und Eis allgemein im Microsoft Flight Simulator, also nur noch dort, wo beides tatsächlich auch vorkommt, und auch die Stellen, an denen Gewässer zufrieren, sollen mehr der Realität entsprechen. Außerdem Teil von Sim Update 15 Multirotor. Auch am Erlebnis des Hubschrauberfluges wird nach wie vor mit viel Eifer gearbeitet. Beispielsweise wird ein nativer Support für Hubschrauber mit 2 Hauptrotoren eingebaut. In der Folge können somit auch gegenläufige Rotoren, die einen Rotor am Heck unnötig machen, wie es zum Beispiel am Boeing CH-47 der Fall ist, simuliert werden. Auch angekündigt wurden neue Funktionen innerhalb der xCloud. Insbesondere bei der Steuerung wird es zukünftig nicht mehr eine Grundvoraussetzung sein, dass man einen Xbox-Controller nutzt. Mit Sim Update 15 sollen beispielsweise auch Funktionen Einzug erhalten, die es ermöglichen, mit einem mobilen Endgerät wie Handy oder Tablet alle Funktionen ausschließlich über das Touch-Display bedienen zu können und entsprechend zu fliegen.
Eine weitere neue Funktion betrifft das Garmin G3X Touch Flight Display. Dieses wird mehr denn je originalgetreu den Stil, Layout und die Symbolik des echten 10,6 Zoll Querformatgeräts nachbilden. Integrationen von Drittanbietern werden möglich sein und es beinhaltet direkt Flugplanungsfunktionen und VFR-Punkt zu VFR-Punkt Möglichkeiten. Die Darstellung des PFD kann mit einer Vielzahl von Optionen individuell angepasst werden. Dazu zählen beispielsweise Flugwegmarkierungen oder auch die Windvektoranzeige. Darüber hinaus lassen sich beispielsweise auch neue Seiten anzeigen wie die Wegpunktseite. Dort kann man sich dann direkt in der Avionik beispielsweise Informationen zum Airport einholen inklusive Landebahndaten. Interne VFR-Flugplanung wird ebenfalls unterstützt. Eine vollständig modellierte Triebwerksseite mit Unterstützung für flugzeugspezifische Layouts wird es nach Veröffentlichung für die VL3, die X-Cup und die NX-Cup geben. Weitere sollen folgen. Über den World Hub und dessen Start in der Closed Alpha hat man sich ebenfalls kurz ausgetauscht. Insgesamt gab es 1208 Bewerbungen, am 18.01. wurden bereits 150 Einladungen verschickt und am 30.01. weitere 300. Dann gab es noch einen aktuellen Hinweis zur Antonov AN 225. Wer mit einem Kauf der Maschine über den InSim-Marktplatz den Wiederaufbau bzw. den Erhalt der Erinnerung daran unterstützen möchte, hat noch Zeit bis zum 26. Februar. Der Kaufpreis fließt voll in diese Aktion ein und man kratzt wohl aktuell an der Marke von 100.000 verkauften Einheiten. Abschließend gab es dann noch ein paar Fragen aus dem Chat, die aufgegriffen wurden. Beispielsweise wurde unter anderem von meiner Seite aus gefragt, ob man denn von seitens Microsoft Flight Simulator Team auf der diesjährigen Aero 2024 in Friedrichshafen vertreten sein wird. Und man darf tatsächlich ein wenig gespannt sein, denn so ganz abwegig schien das Ganze nicht. Für Fragen und Ergänzungen nutzt bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Wenn euch dieser Inhalt hier gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Däumchen da. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.